Ein Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von St. Petersburg im Sommer 1998. Austragungsort eines unglaublichen Duells. Die Gegner: ein russischer Jagdbomber Su-24 und Pilot Anatoli. Die Herausforderer: ein VW Käfer, stark genug, um dieses Duell zu bestreiten. Am Steuer Roland Jüting, ein echter Drag Racer. Bis auf den riesigen Heckflügel entspricht die Karosserie nahezu dem bekannten Serienkäfer. Der Vierzylinder-Boxer ist auf knapp 3 Liter aufgebohrt und erreicht mit Turbolader eine Leistung von knapp 700 PS. Die Getriebeübersetzung ist voll auf Beschleunigung ausgelegt. Das ist auch notwendig, um gegen den umgerechnet 140.000 PS starken Russenvogel überhaupt eine Chance zu haben. Pflicht vor dem Rennen, der Burnout. Nur angeheizte Reifen haben den nötigen Grip. Renndistanz ist die klassische Viertelmeile. Auf der erstaunlich unebenen Rollbahn gehen Auto und Jet auf einem glatten, 600 Meter langem Stück in Position. Geheimnis Leistungsgewicht. Der Jüting-Käfer hat das Unglaubliche wahrgemacht und den scheinbar übermächtigen Jagdbomber im Duell David gegen Goliath geschlagen. Die Revanche. Zehn Jahre später zieht erneut eine automobile Spezialanfertigung in den Krieg gegen die übermächtigen Kampfjets. Düster, gefährlich und teuer. Sein Name: Lamborghini Rebenton. Nummer 0 von nur insgesamt 20 Über-Lambos weltweit. 1.190.000 € teuer und trotzdem sind schon alle verkauft. Die Technik des Rebenton ist mit der des Murcielago identisch. Nur das Kohlefaserkleid des limitierten Exoten ist neu. Der Stealth-Bomber-Look ist aerodynamisch verfeinert. Aber Optik allein reicht nicht. Wie schnell ist der 1,2 Millionen € teure Lamborghini im Vergleich zu einem Jet? 2 Turboturbinen eines Tornado-Kampfjets gegen 650 PS aus einem 12-Zylinder. Wer beschleunigt schneller aus dem Stand und hat nach einem Kilometer die Schnauze vorn? Der Jet braucht vor dem Duell volle 30 Minuten, bis er überhaupt startklar ist. Das geht bei Lamborghinis Geschoss schon mal schneller. Von Beginn an spurtet der Allradsportler dem Jet davon. Doch nach wenigen 100 Metern bricht der 20 Jahre alte Tornado am Supersportwagen vorbei und rast mit rund 320 km/h durchs Ziel. Der Lambo verliert auf einen Kilometer rund 5 Sekunden auf den Jet und kommt mit Tempo 260 über die Ziellinie. Ernüchternd. Der Edelbolide verliert das Rennen gegen das 20 Jahre alte Flugzeug. Gleichstand beim großen Duell Auto gegen Kampfjet. Die Chance zur Rettung der Ehre und Tag der Entscheidung.
Unter den Farben der Tricolori nimmt erneut ein Kampfjet die Herausforderung an. Showdown der Giganten in Grosseto, Italien. Und kein geringerer als Michael Schumacher geht in das entscheidende Rennen Auto gegen Kampfjet. Ferrari F2003 gegen Eurofighter Typhoon. Scheinbar trifft der siebenfache Formel-1-Weltmeister endlich auf einen würdigen Gegner. Maurizio Celli, ESA-Astronaut und Italiens erfahrenster Kampfpilot. Den Start für die 600 Meter Distanz hat Michael Schumacher trotz nasser Fahrbahn gut erwischt. Doch auch der Eurofighter beschleunigt brachial. Im Ziel ist die Sensation dennoch perfekt. Trotz Regen ist die rote Göttin mit 9,4 Sekunden ganze 2 Zehntel schneller als der italienische Eurofighter. Endstand im Traditionsduell Auto gegen Kampfjet 2:1. Und wieder einmal hat Michael Schumacher bewiesen, dass er die Rennlegende der Neuzeit ist.